Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute ist Annika bei uns, denn wir wollen etwas machen, was Sie vielleicht interessiert und ihr vielleicht schmecken könnte, nämlich Butterbier. Es geht um ein Rezept, das ich aus dem Kanal Tasting History with Max Miller mir abgeguckt habe und ich möchte das so ein bisschen den deutschen Zuschauer präsentieren. Wir wollen das auch ausprobieren und es ist natürlich ganz wichtig, dass man mit sowas, was gut klingt, auch immer kritische Tester dabei hat. Wie geht dieses Rezept? Man braucht dafür 1,5 Liter Bier. Ich habe hier das von dem Malzextrakt-Set genommen. Das war das Woodfords Nelson. Das hatte mir ja am Anfang nicht so gut geschmeckt. Das ist mit der Zeit ein bisschen besser geworden, aber ich habe immer noch ein bisschen was übrig und dachte mir, das ist eine gute Möglichkeit, das wieder zu verwenden. Dazu kommen Gewürze. Und zwar nimmt man einen halben Teelöffel Muskatnuss, einen halben Teelöffel Nelken und ein Viertel Teelöffel Ingwer. Die Nelken haben wir selber noch mit dem Mörser gemahlen, weil wir gemahlene nicht da hatten. Und das waren ziemlich viele, über 20 Stück meine ich. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das mit den Gewürzen nicht ein Overkill war. Man kann dieses Gericht, oder dieses Getränk, ich hoffe es ist nur ein Getränk und nicht eine ganze Speise. Man kann das entweder alkoholhaltig lassen, dann wird man das Bier erstmal einfüllen. Ich hatte die Flaschen bei Zimmertemperatur stehen gelassen, deswegen haben die sehr stark geschäumt. Seid vorsichtig beim Einfüllen, das Ganze kann bei kleinen Töpfen auch überschäumen. Die werden in den Topf gegeben. Dazu kommen dann die Gewürze und dann wird das Ganze erstmal umgerührt und gekocht. Das ist so, wie wenn man Glühwein herstellt. Man möchte das aus den Gewürzen extrahieren. 2 Minuten, dann enthält es am Ende noch Alkohol. 20 Minuten, dann ist der Alkohol so ziemlich weg. Ich habe das jetzt alkoholfrei gemacht, dann ist es auch mehr was für Sie und vielleicht bringe ich es meinen Nichten auch noch vorbei, wenn das genießbar ist. Mal gucken. Wir sind so ein bisschen wegen der Gerüche, die wir jetzt erlebt haben, kritisch, was das angeht. Ja, das Ganze ist also jetzt mit Gewürzen durchgezogen. Ich habe jetzt, dadurch, dass 20 Minuten gekocht wurde, Flüssigkeit verloren, die habe ich wieder reingegeben. Denn ich möchte nicht, dass das Bier, was ja recht herb war, noch bitterer wird. Aber das nur so, ne, passt ja die Stammwürze nach dem Kochen auch an. Kennt man als Brauer. So, was machen wir dazu? Wir nehmen 5 Eigelb und 225 Gramm Zucker, und zwar braunen Vollrohrzucker. Ne, nicht Vollrohrzucker, das heißt Rohrohrzucker, genau. Und die werden gemischt. Das Ganze wird so aufgeschlagen, dass man eine Eicreme hat. Das ist wie wenn man im Englischen Custard macht, also Eiercreme. Oder Vanillecreme? Vanillecreme heißt das, glaube ich, im Deutschen, ne? Ja. Und normalerweise muss man das so machen, dass der Zucker ganz aufgelöst ist. Wir haben uns da jetzt nicht so viel Mühe gegeben, weil das ja nachher heiß wird und gekocht wird, dann löst sich der Zucker schon auf. Wenn jetzt die Würze fertig ist und das mit den Gewürzen durchgezogen ist, dann kommt diese Creme dazu. Man sollte das vorher vom Herd nehmen und ein bisschen abkühlen lassen, weil das Ei gerinnen kann. Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass das Ganze so ist, wie wenn man zum Beispiel Schokoladeneis selber macht. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil es ja nur Eicreme ist. Hier verdünnen wir die Eicreme mit sehr viel Wasser. Und wenn man das schnell genug einrührt und nicht so ultra langsam, dann sinkt die Temperatur ordentlich. Ich bin jetzt auf Nummer sicher gegangen. Ich habe das erst abkühlen lassen auf 80 Grad. Dann war es am Ende noch bei knapp 70. Und das ist deutlich geringer als der Geringpunkt von Ei. Aber am Ende köchelt man es eh wieder. Also was Max Miller vorschlägt ist, dass man das 5 bis 7 Minuten auf niedriger Hitze langsam sich wieder erhitzen lässt, nachdem die Eicreme da drin ist. Dann ist es nämlich kühler geworden und dann zieht das langsam wieder an. Und danach kommt die Butter rein, 110 Gramm Butter, das ist der American Stick of Butter. Und die sind gewürfelt und dann kommen die in die Creme dazu. Und das wird dann nochmal 10 Minuten köcheln gelassen. Der Alkohol ist dann auch auf jeden Fall weg, das ist schon mal etwas. Allerdings, ja, die Gerüche, die da immer wieder rauskamen, bei der Butter war es noch am angenehmsten, vorher die ganzen Gewürze und alles, das ist, also, ich bin mal sehr gespannt. Am Ende hat man dann so eine Soße, die sich so ein ganz klein bisschen, wo sich ganz klein bisschen das Fett absetzt, deswegen nochmal unterrühren, warm servieren. So, und jetzt sollte das hier abgekühlt sein. Ich habe das noch durch mein Teesieb abgegossen, damit diese Gewürzstückchen nicht da drin sind. Vor allem die selbst gemahlene Nelke ist wahrscheinlich nicht so lecker, wenn man auf der rumkaut. Probieren wir mal. Ich hoffe, es schmeckt. Cheers. Oh Gott, der Geruch. Den Geruch finde ich jetzt nicht mehr so schlimm wie vorhin. Oh, das ist lecker. Sehr süß. Viel süßer als die Tropfen, die ich zwischendurch probiert habe. Der Nachgeschmack ist sehr komisch. Es wird dann auch am Ende bitter. Es hilft vielleicht, wenn man Bier nimmt, was nicht so sehr bitter ist. Das hatte jetzt, glaube ich, 30 IBU. Ist zwar durch das Alter ein bisschen weniger geworden, aber immer noch ordentlich. Also den Nachgeschmack bitter finde ich nicht. Sondern? Ich finde, es bleibt süß. Wonach schmeckt es für dich? Nur süß? Lass mich nochmal probieren. Ja, gerne, gerne. Ich habe zwischendurch so was Komisches. Dieses cremige. Ich finde, man merkt die Nelke und den Muskat. Mhm.
Jetzt hatte ich gerade auch mal was Bitteres. Aber das war so in der Mitte vom Schluck. Ja, Nicht am nicht am Abgang. Ende, genau. Also der Geruch ist merkwürdig. Der Geruch ist merkwürdig. Der Aber Anfangsgeschmack ist gut. Der Mittelgeschmack ist ein bisschen komisch. Der Nachgeschmack ist auch okay, ne? Mhm. Würde ich jetzt sagen. Also man schmeckt die Gewürze bei weitem weniger stark, als ich dachte am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind einfach nur so ein bisschen da. Ich hatte mir ursprünglich mal überlegt, vielleicht schmeckt es ja so wie ein gewürzter Kakao, nur ohne Kakao. Nee, so kann man es nicht Ist es auch nicht, ne? beschreiben. Ist es nicht. Es ist einfach so ein... Es ist auch nicht zu heftig cremig, es ist nicht butterig, nicht übertrieben, Ja, ne? aber es ist sahnig. So ein Genau, bisschen es wie ist so ein sahnig. nicht alkoholischer Baileys. Ja. Aber Ja, halt ja, mit das- Nelke drin. Baileys mit Nelke, genau, so kann man das beschreiben. Das passt sehr gut, der ist auch so süß. Wie würdest du es denn vergleichen mit dem Butterbier, was wir in den London Studio Tours probiert haben? Ist schon deutlich besser, aber es hat natürlich keinen Schaum. Das stimmt, damals hatte das Ja. so einen richtig festen, noch So ein schlimmeren Schaum. Das war klar, ne? Marshmallow-Schaum oder so. Das war so Ja. klar, wie wenn man sich Ginger Ale als Limonade kauft und dann oben drauf so einen komischen Sahneschaum Genau. tut. Das ekligste, was ich je getrunken habe. Das ist wirklich unfassbar ekelhaft. Also macht das nicht, geht Ja, dafür und das den hier Geld hat aus. halt auch keine Kohlensäure. Ich meine, Mhm. das in den Studio-Tours, das Ja, hatte das war Limonade Kohlensäure. praktisch, genau. Ja. Ich finde das besser ohne Kohlensäure, muss ich sagen. Mhm. Also so stelle ich mir Butterbier tatsächlich schon fast vor. Vielleicht dann mit Mhm. Kohlensäure und kalt oder so. Nee, es soll ja Soll warm laut sein? Buch warm sein, ja. Okay, das ist warm. Na dann. Also man kann es trinken, Mhm. aber es wird, glaube ich, nicht mein Weihnachtsfavorit. Ah, nee. Das muss man nicht häufiger Dieser machen. Geschmack in der Mitte, der so plötzlich bitter ist. Das ist auch nicht die Hopfenbittere, ne? Das ist, ich weiß nicht, Nelkenstückchen? Ingwer? Holz? Ingwer? Ja, Ingwer ist nicht so Ich bitter. weiß es nicht. Das ist auch nicht Mysteriös. jeder Schluck. Also Bei zumindest mir ist jeder. nicht, aber Bei mir ist ich es rühre ultra halt immer mal konsistent. wieder. Ne? Wir haben uns übrigens wegen des Anlasses passend gekleidet. Annika hatte ihren Ravenclaw-Pullover, ich meinen Slytherin-Pullover an. Wir haben sogar eine Ravenclaw-Tasse damals mitgenommen, aber ich habe dann keine Harry Potter-Tasse übrig. Das ist nur von der University of Southampton, wo ich studiert habe. Also der Geruch ist ja dominiert von Butter, ne? Damit man so ein Gefühl dafür kriegt. Da ist aber auch Ja. dieser Geruch bei, der nachher so bitter ist. Das sind wahrscheinlich die Nelken. Also ich rieche Nelken sehr deutlich. Vielleicht sollte man das doch ein bisschen zurückschrauben, die Nelke, vielleicht zum Rest. Ich finde nicht, Nicht? dass das Nelke ist. Ich rieche komisches Zeug. Das wird das Bier sein. Also das Bier roch okay, als wir es ausgegossen haben. Das ist nicht, das riecht nicht so, ne. Es riecht so ein bisschen wie Brühe. Von daher Findest du? Ja, Finde ich überhaupt nicht. Also ich hoffe auch sauber. Ne? Das wäre noch schöner, wenn man da so ein bisschen Gänsefond noch drin hat. Für das ganz besondere Aroma. Also ich finde vor allem der Geschmack am Anfang süß, leicht fruchtig, wahrscheinlich so die Noten vom Bier, würde ich sagen. Milchig. Und dann wird es halt von ich da weiß an tatsächlich schlechter. nicht, ob ich die Tasse noch leer trinken möchte. Ja, ich bin ja da. Mal gucken, ob ich das meinen Nichten antun möchte. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall 1,5 Liter gemacht. Yeah. Sind glaube ich insgesamt, ja, es sind fast 2 Liter durch die ganzen anderen Sachen, die da reinkommen. Ja, überlegt doch mal, ob ihr sowas nicht zum Beispiel zum nächsten Weihnachten haben wollt oder zu Neujahr, wenn es euch von dem normalen Alkohol nicht schlecht genug wird. Es ist, wie gesagt, teilweise gar nicht lecker. Ich denke, man kann ein bisschen was tweaken, wenn man das noch für einen Kindergeburtstag oder so machen möchte. Ich würde es aber nicht, die Motto-Party, genau. Ich würde es aber nicht so servieren, wenn Kinder da sind. Die sind da zu empfindlich, was Bitterkeit angeht. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es Bier gibt. Gebrautes Bier, leckeres, frisches Bier. Bis dahin noch frohe Restweihnachten. Wir haben gerade den zweiten Weihnachtsfeiertag, Boxing Day. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.